Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ekkehard Schlottbohm. Ich bin Regional VP für Central und Northern Europe bei PubMatic. PubMatic ist eine SSP, Supply-Side-Plattform. Wir sind technologischer Anbieter und Verbinder zwischen der Demand-Seite und den Publishern, um auf verschiedenen Screens Werbeeinblendungen auf programmatischem Wege zu ermöglichen. Und das machen wir Omnichannel über verschiedene Screens, aber auch CTV. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass in den USA die Adaption und auch Themen wie Messbarkeit im Bereich CTV, OTT sehr, sehr stark ist und schon immer gewesen. Also ich kenne das seit mehreren Jahren, auch aus anderen Unternehmen schon, dass die dortigen Plattformen es auch ermöglichen, inkrementelle Nettoreichweitenmessungen zu machen und darauf sehr stark einzugehen. Und der Markt ist in seiner Struktur ja auch ein grundsätzlich anderer. Das heißt, Themen wie primär Open Market sind ja sehr massiv vertreten in den USA. Das ändert sich aber auch gerade ein klein wenig, gerade bei dem neuen Screen CTV, wo Dealformen wie Programmatic Guaranteed oder auch klassische PMPs sehr stark an Bedeutung gewinnen. Der asiatische Markt hat bestimmte Entwicklungen auch einfach überschritten. Es ist ein sehr und war auch schon immer ein sehr mobile-starker Markt. Das heißt, dort spielt sich gar nicht so viel auf dem, oder doch einiges mit Sicherheit auch, auf dem fixen Screen ab, auf dem, wie wir ihn nennen, klassischen TV, was alle so denken. Es geht aber auch sehr stark in den Bereich Mobile. Und was man auch dort sehr stark sieht und was bei uns intern auch ein sehr starker Treiber ist, das Thema Programmatic Guaranteed ist in Asien das präferierte Thema, um das es geht. Der europäische Markt ist wiederum in seiner Grundstruktur ja interessanterweise immer als eine Region gesehen, aber ist natürlich sehr, sehr fragmentiert durch die einzelnen Länder, die man hat. Und wir sehen auch, dass hier eine sehr klare Struktur und auch sehr klare Gewichtsverteilung ist zwischen den Agenturen und den Publishern, weil es hier auch die sogenannten Consortias oder Publisher Sales Houses gibt, die eigenen Content, aber auch von Mandanten, die Inventare aggregieren und bündeln. Und dort gibt es einfach andere Mechaniken, die damit einhergehen und technologische Entwicklungen. Und das haben wir letztes Jahr auch herausgefunden in einer unserer Studien, die wir gemacht haben, wo wir verschiedene Executives über mehrere Märkte von der Supply- und Demand-Side angesprochen haben, ist, dass zum Beispiel der deutsche Markt sich teilweise sehr in Regularien verloren hat und weniger nach vorne gegangen ist, was bestimmte Entwicklungen angeht. Wir sehen, die Tendenz dazu ändert sich gerade, dass dort mehr auf technologische Themen wie Header-Bidding oder Server-to-Server gesetzt wird, um auch gerade bei den Videothemen, die ja sehr präferiert auf CTV laufen, agiert werden, um dementsprechend auch schneller zu sein und sich den internationalen Standards ein bisschen anzunähern und auch dementsprechend die Einkaufsstrukturen widerzuspiegeln. Bei dieser Frage würde ich mich gerne auf eine höhere Ebene zurückziehen, weil ich natürlich aus einer Technologieanbieterperspektive komme und die einzelnen Mediaplanungen kommen generell natürlich von den Agenturen oder Kundenbriefings. Aus meiner Perspektive würde ich sehr stark sagen, dass es momentan klar auch um den Content geht. Da in der heutigen Zeit und auch auf Themen wie CTV oder auch Mobile, wo ja auch die Content-Angebote von verschiedenen großen Plattformen ausgespielt werden, es darauf ankommt, wie kann man am besten mit dem Content interagieren. Das heißt, für mich und die Herausforderung für die Agenturen ist, wie kann ich möglichst holistisch über wenig Tech-Plattformen oder ähnliches eine Struktur schaffen, über die ich relevante Zielgruppen über Inventare beziehungsweise Content hinweg ansteuern kann oder auch Plattformen hinweg ansteuern kann, um damit effektive Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, für mich, um auf die Frage zu gehen, wie ein klassischer optimaler Media-Mix in dem Bereich aussieht, ist das Thema Content, respektive der Content, den die Nutzer sehen wollen, der muss in der Mediaplanung wiedergespiegelt werden, weil das ist ja sehr klar, der Content hat auch positive Auswirkungen auf die Marke. Wir sehen, dass gerade Themen wie Contextual oder Content Object Targeting, ähnliche Faktoren gerade sehr wichtig werden, auch auf dem Bereich CTV. Und welche Relevanz spielt CTV generell in der Zukunft, würde ich ganz klipp und klar sagen, dass CTV einen sehr dominanten Teil einnehmen wird. Und je mehr sich die Zielgruppen verschieben in das Junge herein, das kennt auch jeder von sich, der mit jungen Menschen in seinem Umfeld umgeht,
wird sich immer mehr auf anderen Streams und immer mehr on-demand abspielen können. Wir glauben, dass CTV ein Thema ist, das generell immer eine Relevanz hat, zukünftig für jeden Mediaplan, weil das Thema wird einfach auch weiterhin durchstarten. Es wird mehr an Relevanz gewinnen. Denken wir einfach an die letzte Bekanntmachung von Netflix, die gesagt haben, sie werden aus dem Paid-Modell auch anteilig rausgehen und dementsprechend das sich für ein werbefinanziertes Modell entscheiden. Und das kann einfach nur eine Verschiebung dahingehend bedeuten, weil man natürlich auch viele dann registrierte Nutzer hat, die dann auch dementsprechend ansteuerbar sind. Und wenn man jetzt noch mal einen Schritt weiter denkt, in der anderen Diskussion, die auch momentan stattfindet, was passiert in der Welt ohne den Third-Party-Cookie, sind sozusagen auch E-Mail-Adressen oder Registrierungen einfach auch eine sehr starke Währung für zukünftige Zielgruppenansprachen. Die Frage, was müssen Agenturen in Zukunft machen? Ich glaube, in einer Situation, die wir gerade feststellen und die in der nächsten Zeit, kann den Zeitraum nicht sagen, 12, 18, 24 Monate auch einen weiteren massiven Anteil haben wird, das sind Dinge, die wir gerade feststellen, dass die Agenturen uns als Supply-Side-Plattform auch dementsprechend als Plattform nutzen, um ihren Einkauf für Themen wie CTV oder Video dementsprechend anders zu steuern und auch zu planen. Das heißt, Agenturen kaufen ja zu sehr großen Anteilen auch programmatisch ein und je nach Märkten ist der Anteil mehr oder weniger hoch, auch auf bestimmten Formaten. Aber wir sehen, dass der programmatische Einkauf aktuell auch im Bereich CTV massiv steigt. Und das führt am Ende auch bei uns dazu, dass wir als SSP dementsprechend mehr Relevanz besitzen. Das heißt, wir werden angefragt, auch in Themen, wie können wir mit den Publishern arbeiten in Bezug auf Daten, wie können wir arbeiten in Bezug auf Steuerung, Packaging von Inventaren, wie kann das alles möglich sein und was kann dadurch passieren. Zukünftig wird das mehr an Relevanz gewinnen. Direkter Anschluss an Inventaren oder Steuerung der Inventare auch für die Zukunft. Und das hat dann natürlich auch Einfluss auf die Mediaplanung. Die Walled Gardens, die wir halt sehen, und das ist auch eine Thematik aus Europa heraus, ist, wir haben natürlich sehr stark die Publisher Sales Houses, über die gedacht wird. Und generell reden wir ja auch über Standardisierung. Wir reden über Transparenzen in dem Einkauf. Wir reden auch über Internationalisierung. Und es geht auch, und das sehen wir, wenn wir agieren natürlich lokal, aber wir haben auch immer eine globale Perspektive. Wenn ich für mich schaue, wo befinden wir uns, was den Einkauf angeht. Wir sehen, dass gerade wenn wir über den Einkauf von CTV auf einer globalen Ebene reden, dass jeder Einkäufer CTV einkaufen kann, zu jeglicher Zeit, von wo auch immer auf diesem Planeten. Und das führt einfach dazu, dass wir sehen, dass wenn wir weiterhin Walled Gardens machen, die vielleicht auch über bestimmte Dealformen präferiert agieren, sich dann doch nicht an internationalere Plattformen anschließen, die Agenturen auch nutzen, um global zu agieren, dass das dazu führen kann, dass man die Skalierung für Kunden, die einkaufen wollen, nicht dementsprechend unterstützt und auf der anderen Seite dementsprechend auch den Publishern nicht die Monetarisierungsoption geben kann. Das heißt, du hast ein bisschen vorher die Frage gestellt, wann startet CTV endlich richtig durch? Wir sehen, dass in anderen Märkten, zum Beispiel, wo Themen wie Header Bidding wesentlich populärer sind, der Markt sehr massiv skaliert. Zum Beispiel. Das heißt, es geht sehr stark voran. Wir sehen, dass das Thema in einem deutschen Markt halt einfach noch etwas verhalten betrachtet wird von dem einen oder anderen. Und mit den Publishern, mit denen wir dieses Thema Header Bidding machen, sehen wir wirklich gut skalierbare Ergebnisse. Das heißt, dort ist Potenzial zu skalieren. Es ist auch weiterhin Potenzial gegeben und Möglichkeiten gegeben, Kontrolle zu behalten. Aber es geht auch dementsprechend darum, sich ein bisschen mehr zu differenzieren oder diversifizieren in der Art und Weise, was möchte ich gerne kontrolliert haben über bestimmte Rahmendeals, die ich für bestimmte Kunden mache, die sich Inventar
reservieren möchten, hinzu, wie kann ich auch dann in ein anderes Yield gehen und in die offene Auktion oder in eine Private Auction gehen, um dementsprechend meine eigene Monetarisierung auf den Inventar zu erhöhen. Das heißt, wir sind so ein bisschen für es etwas breiter und offener zu gestalten, anstatt einen weiteren geschlossenen Garten gegenüber den großen Plattformen herzustellen. Weil ich glaube, die Skalierung ermöglicht auch besseren Einkauf und auch weiterhin mehr Transparenz. Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie sich die Fernsehnutzung oder der Konsum von Bewegtbild-Content in den letzten 10 Jahren verändert hat, ist es immer persönlicher geworden in der Art und Weise. Das heißt, wir können auf Anbieter gehen und dort, egal bei wem, unsere eigenen Präferenzen strukturieren, die dann mit Algorithmen im Hintergrund auch meine eigenen Präferenzen reflektieren und mit dementsprechend Content anbieten. Ich kann das auf die Devices umschieben, ich kann das auf dem Big Screen gucken, ich kann das auf meinem Mobile gucken oder auf meinem Tablet. Das heißt, das wird einfach immer weitergehen. Vielleicht sehen wir das auch in ein paar Jahren. Ich habe heute Morgen gehört, dass die Gesetzgebung fürs autonome Fahren erweitert wird. Vielleicht sitzen wir dann irgendwann auch im autonom fahrenden Auto und schauen zwischendrin dann die Nachrichten oder ähnliches. Ich glaube, das wird einfach immer weiter sich personalisieren, weil über diese Devices die Menschen auch sehr gewillt sind, ihre E-Mail-Adresse oder sich anzumelden darüber. Das heißt, die Möglichkeit zu personalisieren, Werbung auch darüber zu personalisieren und Inhalte zu personalisieren, weil man Datenpunkte hat im Vergleich zum linearen Fernsehen, haben sich einfach massiv erhöht und das wird einfach zur weiteren Entwicklung führen. Wie das in den nächsten 10 Jahren sein wird, schwer zu sagen, aber ich glaube, der Weg ist beschritten. Ein wichtiger Treiber ist, und das haben alle mittlerweile verstanden, auch im Prinzip durch die Bekanntmachung von Google, dass die Cookies irgendwann verschwinden werden. Wir reden ja über CTV und wir reden ja dort über schon ein Umfeld, auf dem es keine Cookies gibt. Und das Thema Adressierbarkeit wird halt immer wichtiger werden. Wir haben zum Beispiel in den USA eine Partnerschaft mit dem Anbieter LiveRamp, worüber wir schon über 60 Millionen Haushalte dementsprechend ansteuern können, weil dort dementsprechend auch die Datenlage so gegeben ist, dass man das machen kann. Und ich würde sagen, für Deutschland ist das auch natürlich Themen durch lokale Initiativen, die es hier im Markt gibt, Single Sign-On-Lösungen, die dann auch über andere Screens zu machen. Die großen TV-Broadcaster bauen ihre Mediatheken und ihre Content-Angebote dementsprechend auf, um es über Login abbilden zu können. Das heißt, das Thema Adressierbarkeit und dementsprechend auch die Messbarkeit auf bestimmte KPIs und Zielgruppen für die Advertiser wird auch den Shift von Budgets weiterhin vorantreiben. Und das kann auch in den nächsten Jahren dann dazu führen, dass für bestimmte Bereiche zum Beispiel das ganze Thema adressierbares TV dementsprechend auch eine viel, viel stärkere Relevanz gewinnt oder vielleicht sogar die dominierende Rolle in der Mediaplanung spielt. Der deutsche Markt ist halt sehr, also wie innovationskräftig und freudig ist der Markt in Bezug auf, wir testen mal Technologien. Wir sind auch gewillt, mit Tech-Vendoren zusammenzuarbeiten und Technologien zu haben, anstatt selber zu bauen. Weil Ressourcenfragen für selber bauen sind natürlich auch immer Geschwindigkeitsfragen. Und ich finde die Frage, und die stelle ich auch den Publishern zum Beispiel sehr häufig, ist, möchtest du selber bauen, möchtest du akquirieren oder möchtest du sozusagen dann auch lizenzieren zum Beispiel? Was kannst du? Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Faktor ist, in Zukunft sich zu entscheiden, was man nutzt. Weil kurzer Hintergrund noch, früher haben die klassischen Medienhäuser halt sehr stark gesagt, ich kaufe mir eine eigene Druckerpresse, die kann ich 20 Jahre benutzen, warte die ein bisschen, dann ist die voll abgeschrieben. Technologie kannst du nicht in der Intensität immer wieder maintainen, wenn sie nicht auch eine globale Skalierung hat. Das kostet einfach Geld. Und das Geld muss ja dann auch wieder reingespielt werden. Gerade bei so einem neuen Thema, das halt massiv vorangeht, wo es viele neue Player gibt, die damit reinkommen, ist einfach die Offenheit zu sagen,
die Frage Build, Rent or Buy dementsprechend zu stellen und zu sagen, was kann man screenen und was kann man nicht screenen. Was muss man sich angucken, was muss man sich nicht angucken.